Holzleim war jahrelang für mich der universelle Allzweckkleber im Geländebau. Für einige Projekte habe ich nun aber Krautak vom deutschen Hersteller Krautcover Scenics eingesetzt und muss sagen, dass Holzleim seitdem nicht mehr meine unumstrittene Kleber Nummer 1 ist. Was Krautak so besonders macht und in welchen Klebesituationen er deutlich vor Holzleim liegt, erfahrt ihr in den folgenden Minuten. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Zunächst ein paar Worte zu Holzleim, auch Weißleim oder PVA-Kleber genannt. PVA steht für Polyvinylacetat, dem Bindemittel in diesen Klebern. Im flüssigen Zustand sind PVA-Kleber weiß, sie trocknen an der Luft dann aber milchig bis transparent aus. Und die Verarbeitungszeit lässt sich durch Zugabe von Wasser verlängern. Grundsätzlich kann man daher sagen, dass schnell klebende Expressleime einfach weniger Wasser und mehr Polyvinylacetat als ihre normalen Varianten enthalten. Wer nun im Gelände- und Landschaftsbau große Flächen mit Sand oder Streu gestalten will, sollte seinen Holzleim immer ein wenig mit Wasser verdünnen. Ansonsten zieht der Kleber nämlich schon nach wenigen Minuten an, indem sich an der Oberfläche eine Art Hautschicht bildet, die die Aufnahme von Sand- und Streufasern erschwert. Dann hat man quasi Löcher im Gelände und man muss nachbessern. So viel erstmal zu Holzleim. Krautak von Krautcover Scenics ist im flüssigen Zustand ebenfalls weiß, enthält aber statt Polyvinylacetat andere Bestandteile. Dennoch trocknet Krautak extrem transparent aus und ungefähr so schnell wie Expressholzleim. Die Hauptunterschiede und in meinen Augen wichtigsten Vorteile sind aber: Krautak bleibt noch tagelang flexibel und extrem klebrig. Und zwar richtig klebrig. Hier habe ich einige Tropfen Holzleim und Krautak nebeneinander aufgetragen. Nach rund 30 Minuten sieht man bereits, wie die Leimtropfen an Volumen verlieren und etwas flacher werden, während die Krautak-Tropfen ihre runde Form beibehalten. Nach einigen Stunden sind beide Kleber durchgetrocknet, die Krautak-Tropfen sind jedoch klar transparent und weniger milchig als der Holzleim. Und jetzt kommt's. Streu haftet nun immer noch an den Krautak-Tropfen. Die Klebkraft ist sogar so stark, dass man einen mittelgroßen Hartschaumblock hochheben kann. Wohlgemerkt bei nur einem Tropfen, der bereits etliche Stunden an der Luft getrocknet war. Und ihr seht, wie gut der Kleber noch hält. Außerdem ist Krautak dann immer noch extrem flexibel und verhält sich fast wie Gummi. Das kennt ihr vielleicht von Klebern, mit denen Beilagen auf Zeitschriften geklebt werden. Durch diese gummiartige Konsistenz bleiben zum Beispiel Steinchen besser haften und brechen nicht so leicht ab wie bei Holzleim. Denn Holzleim ist im Vergleich weniger flexibel, daher rieseln Sand und Steinchen von gestalteten und nicht versiegelten Flächen vergleichsweise öfter mal wieder ab. Neben der hohen Flexibilität und der langen Klebrigkeit ist ein weiterer Vorteil die lange Verarbeitungszeit. Diese 90 x 45 cm große Fläche beispielsweise habe ich ganz entspannt einstreichen können und dann erst den Sand drüber geschüttet. Mit Holzleim hätte ich hingegen entweder viel schneller oder in mehreren Etappen arbeiten müssen. Mit Krautak muss man den Sand nur noch gleichmäßig andrücken, da der Kleber nach wenigen Minuten nicht mehr so flüssig ist, dass der Sand von allein einziehen könnte. Durch seine enorme Klebrigkeit ist Krautak übrigens extrem sparsam im Verbrauch. Große Flächen lassen sich wie gezeigt mit Spachtel, Pinsel, Farbrolle oder auch einem Schaumstoffstück auftragen. Auch hier warten wir jetzt mal entspannte 5 Minuten, bevor die Begrünung erfolgt. Und ihr seht, die hauchdünne und angetrocknete Kleberschicht hält die Fasern bombenfest, als wäre der Kleber grad frisch aus der Flasche gekommen. Wie ergiebig Krautak ist, habe ich bei meiner Wasteland-Spielplatte direkt messen können. Für die 3 jeweils 90 x 45 cm großen Segmente habe ich nur knapp 300 Gramm an Kleber verbraucht. Entsprechend relativiert sich so der etwas höhere Preis gegenüber Holzleim. Eine kleine Flasche Krautak mit 250 Gramm kostet nämlich 9,95 €, also rund 40 € pro Kilo. Es gibt aber auch noch die XL-Flasche mit genau 1 Kilo für 33,95 €. Zum Vergleich, Holzleime wie Pronal kosten vom Kilopreis her etwa die Hälfte. Ist Krautak denn nun trotzdem der neue ultimative Geländebaukleber? Jein, würde ich sagen. Zum Basteln von Modellen und um kleine Flächen mit Sand oder Streu zu gestalten, ist Holzleim nach wie vor prima und liegt außerdem preislich vorn.
Sobald man aber eine längere Verarbeitungszeit möchte, ist Krauttack definitiv die bessere Wahl. Denn bei zum Beispiel langen Grasstreufasern muss man in der Regel ja mindestens in 2 bis 3 Durchgängen streuen. Selbst verdünnter Holzleim zieht während dieser Zeit manchmal schon an, Krauttack hingegen nimmt die Fasern noch nach Stunden zuverlässig auf. Und macht man sich auf Backpapier eigene Grasbüschel, können diese dank der hohen Klebrigkeit nach dem Abzupfen ohne zusätzlichen Leim wieder aufgebracht werden. Auf großen Flächen und Spielplatten ist Krauttack ob der längeren Verarbeitungszeit und dem sparsameren Verbrauch ebenfalls mein neuer Lieblingskleber. Zumal sich Krauttack laut Hersteller sogar noch um 10% mit Wasser verdünnen lässt, ohne dass dabei die Klebkraft leidet. Insgesamt ist Krauttack daher für mich eine tolle Ergänzung zum klassischen Holzleim, denn in bestimmten Geländebausituationen funktioniert Krauttack einfach spürbar besser. Er ist jedoch kein Bastel-Allzweckkleber wie Holzleim, aber das will und muss er auch gar nicht sein. Wobei, wer große Styropor- oder Hartschaumblöcke für Unterkonstruktionen mit Krauttack verklebt und dann per Heißdrahtschneider durchschneidet, wird dabei keinen Widerstand wie bei Holzleim spüren. Denn der Schmelzpunkt von Krauttack ist niedriger als von Holzleim und fast identisch mit dem von Hartschaum, was für perfekte Schnitte durch Klebestellen sorgt. Habt ihr schon Krauttack ausprobiert? Dann bin ich auf euer Feedback und eure Meinung gespannt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!